for English subtitle, push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen, unsere zweiköpfige Boa, Chuck und Norris, habe ich euch, oder die kennt ihr natürlich schon, aber ich habe sie euch jetzt schon länger nicht gezeigt. Einige von euch haben gefragt, wie geht's denn den beiden? Also denen geht es wirklich blendend, wie ihr hier seht, richtig schön gewachsen. Also die hat jetzt knapp 1 Meter, würde ich sagen, wenn wir hier richtig dehnen ziehen. Also von dem her tolle Größe. Ich kann auch was Neues dazu berichten. Ich wollte im Guinness-Buch der Rekorde als größte zweiköpfige Schlange der Welt eintragen lassen. Und das Guinness-Buch hat das abgelehnt. Ich war bitterbös enttäuscht, dachte, ach, das gibt es ja gar nicht. Und wollte eigentlich schon Widerspruch einlegen. Und dann habe ich es aber gegoogelt und tatsächlich, es gibt irgendeine zweiköpfige nordamerikanische Natter, die tatsächlich so ungefähr 1,5 Meter schon hat, ist auch schon 17 Jahre alt, ne? Also die wurde schon oder ist schon gesund und munter 17 Jahre alt geworden. Und die ist leider größer wie meine Boa hier. Das Gute daran ist, dass eine Boa, das wissen wir alle, mehr wie 1,50 Meter oder 1,70 Meter wird. Also die wird ja locker 2 Meter. Das heißt, ich muss die jetzt einfach noch 1-2 Jahre gut füttern und spätestens dann, denke ich, hoffe ich, glaube ich, werden wir hier den Rekord im Guinness-Buch verewigen können. Da mache ich dann den zweiten Anlauf. Ja, das als kleines Update. Und wie gesagt, den beiden geht es prächtig. Sieht man auch, fressen super, beide Köpfe nach wie vor. Tolles Tier. Deswegen für euch heute mal wieder mein Intro-Tierchen. Jetzt zu dem Thema heute. Das Thema hat mit der Schlange auf meiner Hand zu tun und mit dem jungen Mann neben mir. Danke. Der Wolfgang Schäberle, seines Zeichens Professor Wolfgang Schäberle. Die Insider von euch kennen ihn, beziehungsweise wahrscheinlich auch die Indigo-Fans von euch kennen ihn. Wolfgang, wir haben vor rund 8 Jahren haben wir schon mal eine Indigo-Folge gemacht, gell? Genau. Und jetzt kam einfach die Idee, so nach 8 Jahren, das ging sogar von dir aus, die Initiative, fand ich super, zu sagen, komm, jetzt machen wir mal ein neues Update zu den Indigos, beziehungsweise einfach vielleicht auch ein bisschen vertiefen in das Thema, gell? Wir hatten ja vor 8 Jahren beim Tobi diese tollen Terrarienanlagen gedreht und vor 10 Jahren, und wie du hier siehst, habe ich vor 10 Jahren eine Indigo verkauft an eine MS-Reptilien, da habe ich dich gar nicht gekannt. Und das war unser erster Kontakt mit dem Stefan und ich, und das war so der Anlass, okay, wo wir gesagt haben, vor 10 Jahren. Die Original-Styropor-Box von so damals. Ging das, so stümperhaft habe ich das verpackt. Okay, okay. So ging das. Ausschlag war damals in der Ophidia, die das nicht kennen, das war die Fachzeitschrift der DGHT. Da hatte ich einen kleinen Artikel geschrieben über Historie der Indigos. Und daraufhin hattest du mich angeschrieben, du bräuchtest für die Philippinen eine Indigo. Und ich war ja sehr skeptisch, dass ich eine Schlange da verkaufe und über einen Händler und in die Philippinen. Also so Führungszeugnis vom Stefan wollte ich und so alles. Ne? Aber dann sind wir sehr schnell, haben uns sehr gut verstanden, haben dann das Tier auch verkauft. Die okay. Hier war es. Ne? Okay. Wunderschönes 1,5-jähriges Weibchen seinerzeit. Und dann kam 2 Jahre später schon der Film bei Tobi. Also haben wir jetzt 23 Premiere, lieber Stefan. Und dann haben wir gesagt, nach 10 Jahren gucken wir uns doch mal noch mal so ein bisschen was an zusammen. Interessant, dass du diese alte Story auch noch weißt. Also ich konnte mich nicht mehr dran erinnern im ersten Moment, aber jetzt, wo du es sagst, das war sogar eine Frau auf den Philippinen. Genau, eine Frau auf den Philippinen. Die wollte unbedingt Indigos und ich hatte keine irgendwas und kam auf dich. Gell? Und mich ruft so ein Händler an und sagt, habt ihr den Artikel gelesen, ich will da was verkaufen. Bei mir alle Alarmglocken, so Klischee und Vorurteile, alle bedient. Tut mir heute nur leid. Aber dafür sind wir dann zusammengekommen und ich hoffe, die schöne Indigo lebt noch auf den Philippinen und hat viele Nachzuchten. Ne? Aha. Historisch gesehen geht es weit zurück mit den Indigos. Ne? Du warst ja auch viel in den USA, so wie du mir das sagtest. Und wie man hier auf der Zeitung sieht, es war nicht umsonst eine Familienschlange in der Zeit.
in den 60er, 70er Jahren im großen Stil abgesammelt, wie bei uns damals die Laubfrösche. So, da war die Indigo, wo man da rumgelaufen ist. Das, weil es eine zahme, friedliche Schlange ist, wurde die gesammelt und gespielt und Kinder haben sie gehabt und die Vorkommen waren riesig zu jener Zeit. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Königsbidons ist, aber es ist leider nicht mehr ganz so, wie es war. Wir haben hier die Verbreitung und schau mal, du warst doch schon mal in Florida, ne? Wenn ich mich richtig... Genau, ja, Florida ist ja immer die Breeders Expo, das ist das Gebiet, wo... Ja. Das ist ja der Hotspot für Terroristen in den USA. Ja. Gell? Aha. Und die Indigo hatte ihren Verbreitungsgebiet, alles was ihr hier auf der Karte seht. Mittlerweile kann man sagen, dass nur noch der Streifen südliches Georgia und nördliches Florida und noch ein kleiner Zipfel von South Carolina gibt es noch Vorkommen. Also der Bestand ist massiv zurückgegangen. Die Ursachen sind wie immer oft aus Menschenhand, die starke Landwirtschaft, das Absammeln vor dem Schutzstatus, was ein Problem war, aber natürlich auch die Roundups und. Es ist eine riesengroße Schlange, die fällt auf, wenn man sie sucht und von daher sind die Bestände drastisch zurückgegangen. Ne? Ja. Also ich denke auch klar, die Biotopzerstörung, das wird natürlich viel ausmachen. Gell? Wenn du jetzt Florida anguckst, also wenn da überall Golfplätze, Seniorenheime, Shopping-Malls und dergleichen sind, was soll da eine Indigo noch machen? Gell? Das ist ja klar. Gell? Die Trockenlegung der Habitate, die riesigen Gebiete, wo die Männchen ziehen ja so bis zu 200 Hektar groß umeinander, um ein Weibchen zu finden und das alles macht es sicher nicht einfacher für die Tiere dann. Ne? Okay. Und nichtsdestotrotz, wie ihr es seht, haben wir schon seit 1971 einen Schutzstatus und die Tiere sind dort streng geschützt, sodass Entnahmen aus der Wildbahn also schon massiv angegangen werden, soweit man es nachweisen kann. Das ist ja immer das Problem. Trotzdem gibt es in den USA, und die Frage beantworten wir nachher am Ende, wo bekomme ich überhaupt Tiere her? In den USA gibt es doch eine große oder eine beständige Anzahl an Züchtern, die ja auch exportieren und wo man kaufen kann, wo also nachgewiesene Nachzuchten sind. Aber die Frage klären wir am Ende vom Tackle. Ja, genau, okay. Was natürlich spannend ist, genau, da muss ich, oder dann darf ich auch mal was dazu sagen. Entschuldigung. Nein, alles gut. Sie sind ja kein Washingtoner Artenschutz, ne? Man würde denken, so eine seltene Schlange ist sicherlich womöglich WA1 und deswegen nirgends available. Also es ist rein ein Schutzstatus in den USA. In den USA darf sie nicht gefangen, gehandelt, transportiert werden. Da ist wirklich höchster Schutz, ne, weil die gemerkt haben, die Amis, oh je, da müssen wir jetzt was tun, sonst haben wir irgendwann gar keine Indigos mehr. Gell? Also für uns Europa, Deutschland oder außerhalb der USA ist sie in dem Sinne frei verkäuflich, frei handelbar. Also wenn jemand diese Tiere züchtet, dann kann er die natürlich völlig problemlos auch verkaufen oder wie kaufen und so weiter. Hat einen Status einer Kornader, wenn man so will. Das ist eigentlich witzig. Ne? Einerseits so selten, andererseits nicht immer geschützt wie eine Kornader. Ja. Vielleicht aber doch ganz gut, weil der Wildbestand geschützt ist, aber die Zucht damit ja legalisiert ist und auch, dass man eben nachzüchtet. Ne? Ja, und von daher eigentlich eine ganz gute Sache. Ihr habt natürlich gesehen, dass wir hier keine östliche Indigo haben, ne? sondern die Melanurus, aber auch ein wunderschönes Tier. Die klassische Indigo, ne, schon allein der Name Indigo, genau, das sehen wir auf dem Bild, dieses Indigo-Schwarz, also dieses blau schimmernde Schwarz. Das hat ja der Indigo-Nattern ihren Namen gegeben. Ich hier auf der Hand habe eine Trimarchon melanurus, Melanurus für schwarz, wobei die gar nicht schwarz ist, sondern als Blacktail Grebo, also Schwarzschwanz. Witzigerweise, die hat nicht einmal einen richtig schwarzen Schwanz. Das ist eine der Indigo-Arten, diese Blacktail Grebos oder Trimarchon melanurus. Gell? Eben der Klassiker an Indigo ist die schwarze, gell? Das ist die Korei. Wobei sich da am Anfang, oder wir haben uns vorher überlegt, sollen wir auf die Arten eingehen, womöglich auf die Unterarten eingehen. Ein bisschen das Problem ist, dass sich da L-Heck was ändert und man, gut, da könnte man wahrscheinlich eine komplette Folge drüber machen, über den aktuellen Stand.
der dann womöglich in einem Jahr wieder anders ist. Von dem her macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn. Gell? Und wir auch nicht berufen dazu sind. Ne? Da soll ein Biologe kommen, wo meint, er weiß das. Aha. Und dann können wir mit ihm eine Folge machen, oder? Ja. Also, oder wäre sogar vielleicht sogar eine Idee für die Kommentare, wenn ihr meint, ihr seid da völlig auf dem neuesten Stand der Arten, Unterarten, gern unten rein kommentieren. Denke, das interessiert auch alle anderen von der Community. Mich auch. Wir haben es Genau, wir haben uns vorher beim Mittagessen kurz drüber unterhalten. Soll man das machen, soll man nicht? Da haben wir gesagt, nee, da lassen wir die Finger weg, da machen wir bloß was falsch. Da kriegen wir bloß Haue. Genau, deswegen. Also, in meiner Hand Melanurus, auf unseren Bildern oder deine, die du... Die östlichen. Dein Steckenpferd an Indigo ist die östliche Eastern Indigo. Genau. Okay. Ich würde sagen, 90% geschätzt jetzt in der privaten Haltung ist die östliche. Die anderen sind auch nicht so nachgefragt und werden nicht ganz so auch gezüchtet. Und also die östliche Indigo ist der Klassiker drunter. Mit der Nachfrage, glaube ich, die kommt jetzt gerade mehr, die ich damit insgesamt. Also da ist schon Indigo, alles was Indigo ist gerade völlig hip, völlig in, sind einfach auch tolle Schlangen. Klar, das Ganze in Schwarz hat natürlich auch noch seinen Reiz. Aber den tollen Charakter hat die auch, sieht man ja jetzt schon. Tolles Tier, genau. Ja. Super. Ja. Und Dromachon, vielleicht noch vom Wortstamm aus dem Griechischen geteilt. Einmal beschreibt es den Begriff Wald und zum anderen Herrscher. Also Herrscher der Wald ist aus den zwei Wörtern aus dem Dromachon zusammengesetzt. Auch nochmal ganz nett. Wenn man das vielleicht noch interessiert. Indigo-Blau haben wir gezeigt. Das haben wir also gesagt, die Indigo-Farbe, weil das sind alles meine Tiere, was ihr da jetzt seht. Ja, und dann nochmal einfach so ein bisschen Herzblut für die Sache, dieses Superlative. Ne? Wir haben einfach, es ist mit die größte Natter der USA und wir haben die Weibchen so mit 1,80 Meter bis 2 Meter. Mein Weibchen hat 1,90 Meter und die Männchen bis 2,40 Meter. Und mein Männchen hatte auch 2,40. Das sind natürlich schon, Stefan, du bist 1,80 Meter, schätze ich jetzt mal so. Das sind natürlich schon gewaltige Schlangen und trotzdem total friedlich und haben einen Charakter. Also es ist wirklich, es ist nicht nur eine Schlange, es ist ein Charakter, um es nur mal zu sagen. Und im Gewicht so zwischen 3 und 5 Kilo können sie werden. Und in der Terroristik ist der älteste Fall einer gehaltenen Schlange, liegt bei 25 Jahren. Das sind natürlich schon Dimensionen. Ne? Ich selber hatte eine mit knapp 20 Jahren bis zum Versterben. Also man hat schon, es ist nicht so 3, 4 Jahre und dann gebe ich die ab. Also das ist ein festes Familienmitglied, wenn du so willst. Ne? Ein bisschen pathetisch jetzt, man verzeihe mir das. Und 23 Jahre waren es und lebt jetzt mit 20 noch. Und man hat halt in Paarungsbereitschaft, war es bei meiner bis 18 Jahre. Hört aber auch gern schon früher auf. Man hat also Tiere dann mit 15 Jahren, die sich nicht mehr paaren wollen, aber man hat sie vielleicht noch 10, sollte man bedenken, wenn man sich die Tiere hertut. Ne? Und ich habe vorhin mit Stefan gescherzt, ich habe jetzt in der Farbzucht einfach noch nichts gesehen, was sowas ersetzen kann. Genau, es ist das Absolute der Natur, diese einfach, könnten wir jetzt eine Stunde drüber reden, ne? Das Schwarz mit dem Rot und diese Striche. Also, Wolfgang sagt zu mir vorher, da geht kein Königspütern dran hin. Ich glaube, ich muss nachher mal mit Sunset und Super Gravel oder irgendwas hier auftrumpfen. Aber nee, das ist natürlich schon gigantische Farben. In der Natur aus meiner Sicht das Schönste. Wenn wir es da gerade davon haben, mit Farbzucht, genau. Komm, wir gehen da mal rein. Wir haben ja auch zu Fragen aufgerufen. Ja. Die Fragen, wir haben es uns vorher angeschaut, im Prinzip waren alles Dinge, die hier mit einfließen oder fast alles. Ne? Deswegen tun wir wahrscheinlich auf die wenigsten Fragen explizit eingehen, weil, eben eine Frage, deswegen fällt mir es ein, gibt es Farbmutationen der Indigo-Natter? Meines Wissens, also mir sind keine bekannt, ich weiß nicht, ob du was weißt, jemand hatte dann drunter was von Albino Black Indigo gepostet, habe ich noch nie gehört, gesehen. Ich auch nicht, aber wäre toll, wenn man da mal einen Link oder mal was drunter setzen könnte. Schreibt uns was. Und das würde uns oder mich total interessieren. Ja. Es gibt sicherlich Farbvarianten, Betonungen, dass bei einem mal der Kopf ein bisschen mehr schwarz ist und beim anderen ein bisschen mehr rot. Oder das Rot, und Mahagoni. Rot, bei manchen fehlt das Rot ja komplett. Oder manche sind fast ganz schwarz und dann haben manche ganz ein richtiges Rot. Das ist ja so ein wunderschönes Mahagoni. Ja.
aber dass da gezielt jetzt auch über einen längeren Zeitraum rausgezüchtet wurde oder gar jetzt wie bei Konrad oder sonst, zum Glück nicht. Auch nichts ich sag's zum Glück nicht. Und, aber es gibt schöne Varianten der Natur, ja. Aber ja, so viel unser Wissensstand zu Farbzuchten gezielt. Wenn es was gibt, setzt es rein und zeigt es uns. Gern unten drunter. Würde uns total posten. interessieren. Mache ich weiter? Genau. Ja, dann kommen wir doch mal zur Terraristik. Das ist wahrscheinlich auch, was die meisten von euch interessiert. Und Stefan, was ist das denn? Was soll das denn jetzt sein? Das war mein Bluff-Versuch hier. Da kommen wir nachher dazu bei Anschaffung. Ganz am Schluss sagen wir ja, wie kommt man an so eine tolle Indigo-Natter ran? Da kommen wir nochmal auf das Thema hier zurück, die Alternativen zur Indigo sozusagen. Die Alternativen zu Indigo. Er wollte mich jetzt nur testen, aber eine echte Indigo seht ihr auf dem Bild. Das ist mein Zuchtmännchen, dieses 2,40 Meter. Und die Terrarien brauchen halt schon Platz. Ne? Es gibt ja Haltungsanforderungen. Wie sind die nochmal? Genau, 1,25 mal 0,5 mal 0,75. Okay, ja. Also das heißt, wenn ihr so einen 2 Meter Prügel habt, dann braucht ihr ein Terrarium von 2,50 Meter mal 1 Meter mal 1,50. So. Ne? Das sind schon Dimensionen. Terrarien. Das hier sind umgebaute, was ihr da auf dem Bild seht, wo die Zwischenwand einfach rausgenommen wurde. Weil zu jener Zeit, das sind noch ältere Aufnahmen von vor 15, 20 Jahren, da gab es die großen Terrarien einfach noch nicht. Ne? Jetzt bekommt man die bei dir ja gut zu kaufen, aber damals... Wobei auch die Richtlinien, man muss ja sagen, eine Indigo, also diese Höhe bei der Indigo-Natter, also Indigo klassischer Bodenbewohner, ne, der hängt ja nicht irgendwo im Baum oder so. Also ich meine, klar, wenn man dem ein Terrarium 1 Meter oder 1,50 Meter bieten kann, ist natürlich auch eine tolle Sache, ganz klar. Gell? Aber... die Bodengröße braucht man und die sollte man zu Hause halt auch vorrätig haben dann in der Form. Jetzt sieht man da eine neuere Anlage, es kam ja dann das Forex-Material und so mit Schlupfkiste hinten, weil es einfach das Reinigen einfacher macht, kann man nur empfehlen, weil sie doch wild im Terrarium rumdüsen, wenn sie meinen, es gibt Futter. Schlupfkiste mit dem Deckel vorne drauf und die üblichen Ausstattungen. Und zur Temperatur, was man da drin einfach darauf achten sollte, komme ich bei der Zucht beim nächsten Clip aber noch drauf. Ja, wie machst du das hier mit dem Gradienten? Irgendwann ist das Terrarium ja warm und ist durchgehend gleich warm, heizt sich auf. Ja. Gut, ich denke bei der Größe, wenn du eine Heizung, wenn du ein Teil mit Heatpanel oder irgendwas beheizt, hat es ja unter dem Heatpanel definitiv, klar, du hast die Lufttemperatur auf der anderen Seite, aber unter dem Heatpanel die Strahlungswärme, wo du dann 30, 35 Grad hast, dann kannst du natürlich auch die andere Ecke 24, 25 Grad machen. Also und trotzdem verteilt sich es total über den Tag durch diese tolle Isolation, dass man da mit der Zucht einfach Probleme hat. Und das erkläre ich euch dann im nächsten Clip, warum es manchmal mit der Zucht nicht klappt, hängt genau mit diesem Gradienten da zusammen. Und das sind 4 Terrarien, also ihr seht, das ist schon eine Dimension, waren ja über 8 bei mir unten drin und die Größe braucht es einfach bei so einem Tier dann. Das muss man einfach sehen. Die Futtermengen wollte man mal auch eins meiner Tiere hier beim Totfüttern. Sieht man hier so ein 1-jähriges 3 adulte Mäuse pro Woche, ein 2-jähriges 6 adulte und ein 3-jähriges dann 3 bis 5. Die sind so Weichkoder, wollte ich noch mal daran erinnern, auch wenn man das im Wohnzimmer hat. Das ist anders, wie wenn jetzt eine Womma aus der Wüste kodet. Das stinkt schon, der Weichkoden. Und deswegen fressen die auch so viel, weil sie halt viel schneller den Stoffwechsel umsetzen dann. Okay. Okay, und du, also selbst die adulten Tiere tust du wöchentlich füttern? Ja. Die haben schon nach 3, 5 Tagen wieder so Hunger, weil das ziemlich breiig hinten rausgeht oder weich einfach. Und dann brauchen die mehr Futter. Daher kommt dieser Wahnsinnsappetit dieser Tiere. Wie so eine Wüstenschlange, wo alle 4 Monate mal irgendein Futtertier findet. Und die brauchen auch das Futter, um entsprechend ranzukommen. Hier sehen wir eine Szene beim Füttern und das ist so ganz typisch, gerade die 2 Mäuse reingestellt und dann schießt die in so ganz ruckartigen Bewegungen, rast die durchs Terrarium und packt die, versucht die erstmal zu finden. Da drin alles nach Futter riecht, ist ein bisschen schwierig für die Guten. Der Klassiker, gell? Völlig ungestüm. Völlig blind. Ja, genau. Volles Programm durch das Terrarium, durch die Scheiben, sollten eine entsprechende Dicke haben, da knallen sie auch dagegen. Und eben totfüttern aus dem Grund, weil da springt das arme Futtertier jetzt völlig unnötig in dem Terrarium rum.
Man sieht es auch hier nochmal. So ganz typisch, wie sie übers Futter immer drüber wegschießen. Aha. Die Ratte liegt ja weiter hinten und er sucht umeinander und macht und Ja, tut. ja. Und die kommen richtig rausgeflogen aus ihrer Stupfbox dann. Also schon auch spektakulär, wie sie fressen und hochinteressant. Hier haben wir jetzt zufällig, also es ist wirklich reiner Zufall, wie soll ich sagen, der Beweis bzw. der Grund, wieso man eine Indigo am besten nicht lebend füttert. Die beißt einfach so lang auf der Maus drauf rum, bis die Maus tot ist. Ne? Also das ist wirklich leider nicht sonderlich human oder leider nicht sonderlich tierfreundlich, was die macht. Du kennst es auch, ne? Oder das war auch immer dein... Deswegen Totfüttern. Totfüttern, gell? Totfüttern ist das einzig Richtige. Ja, also zum einen vielleicht das Risiko, dass die Indigos dann auch gebissen werden von den Futtertieren in dem Moment, wenn sie lebend sind, ne? Weil die sich ja auch wehren, solange sie können. Aber da passiert wahrscheinlich weniger viel, aber es ist eben einfach für die Mäuse einfach nicht schön. Gell? Ja, und die Indigos, die lauern ja nicht auf oder packen dann und umschlingen, sondern die treiben und jagen die durchs Terrarium, bis sie haben. Und die Maus hat keine Chance zu flüchten Ja. und gibt keine Notwendigkeit dafür. Ja, eben, und dann wird so lang drauf rum, also wie du sagst, sie wirkt nicht wie eine... Die wird wie eine, gequetscht, an die Wand drückt und zermatscht und dann sieht sie so aus. Irgendwie ums Eck gebracht. Gell? Also totfüttern. Ja, ja. Und, aber der Witz ist, die frisst hier alles weiter, trotz meiner Hand. Die frisst jetzt als nächstes leider einen Finger, so viel ist mir sicher. Okay, sie geht nahtlos über von der Maus in meinen Finger. Okay. Ja, dann lassen wir die jetzt hier noch kurz in Ruhe in Anführungsstrich, lassen wir die noch fertig fressen. Sollen wir das noch beobachten, ob meine Hand als nächstes drankommt oder ob ich verschont bleibt. Dann will keiner mehr eine Indigo, tu sie weg. So nach dem Motto, das seht ihr nach der Werbung dann. Aber jetzt das Eigentliche, und darum haben wir ja auch mit den Clip gedreht. Die anderen Sachen hatten wir ja schon ein bisschen erklärt im ersten Teil. Wenn dich ein Kunde fragt und sagt, er möchte eine Indigo, was machst du denn dann? Verkaufst du eine Nigrita? Das Genau, so weit hatten wir es schon. so viel zum Thema. Eben da hake ich noch geschwind ein. Oder können wir gleich. Ja. Indigo zu kriegen ist schwierig und ist teuer. Ne? Gibt so ein paar Alternativschlangen, zum Beispiel die Lampropeltis getulus nigrita. Auch wunderschön, ne? Super schöne Schlangen. Es ist keine Indigo. Sie sind jetzt unter Invasive Species geführt, also man darf sie in Europa jetzt nicht mal mehr handeln und verkaufen. Beziehungsweise noch im Moment, ich glaube nur so ein halbes Jahr oder so, bis das Gesetz endgültig in Kraft tritt und dann gilt einfach nur noch der Bestandsschutz. Aber das ist so eine Alternative, die es zur Indigo gibt, wenn man die nicht herkriegt. Beziehungsweise bei den Bullennattern gibt es noch die schwarzen Sai, aber auch vielleicht vom Glanz her noch gleich ein wenig anders, Kopfform gleich ein wenig anders. Also, wie soll man sagen, wenn man in der Terroristik, wenn ich ein Tier will oder wenn ich eine Indigo will, dann mir ein so ähnliches Tier kaufen, ja, ist definitiv eine Möglichkeit. Aber was macht man, wenn man eine Indigo, wenn jetzt jemand sagt, ich will eine Indigo? Ich bin ehrlich gesagt, du hast das angekündigt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, was der Wolfgang dann erzählt. Es ist relativ und ohne mich, das haben wir nicht geprobt oder nicht abgesprochen. Jetzt bin ich nämlich echt mal gespannt, was der Wolfgang sagt, weil wenn ein Kunde zu mir kommt, dann sage ich, durchforscht das Internet, hab Geduld, wenn du Glück hast. Also es gibt ein paar wenige, die sie züchten, aber da an was ranzukommen, absolut schwierig. Gell? Im Prinzip ganz simpel, aber eben auch mit langer Zeit verbunden. Und dass wir uns nicht abgesprochen haben, zeigt, weil ich jetzt nicht sage, fragt den Stefan, der besorgt euch eine. Ja. Sondern, also man kann ja immer Glück haben, das brauchen wir jetzt nicht ausschließen. Und in den Foren wird er da nichts finden. Ihr müsst die großen Züchter in den USA, in Kanada und in anderen Ländern europäisch anschreiben, euch auf die Warteliste setzen lassen, eine Anzahlung zahlen, das ist euer Einsatzgeld. Wenn es dumm läuft, je nachdem ist es halt weg. Aber weil der Züchter. Ich meine, du hast doch auch mal mit so einem orangen Köpi da deine Erfahrungen gemacht. Genau, ne? also deswegen mein Tipp, also eine Anzahlung ja, wenn 50 Euro. Wenn man die Person kennt. Ja, verlässliche ich glaub, Züchter. Für 50 Euro. Oder 100 Euro, zumindest, dass ihr auf der Liste seid und ein bisschen was anzahlt. Aber das ist gut, dass du sagst, keine großen Summen. Es geht einfach um eine gewisse
Ernsthaftigkeit zu zeigen. Für mich war immer 100 € oder damals D-Mark die Bench. Wenn der mehr wollte, habe ich nichts gemacht. Erkundigen, schauen, tun, auf die Liste setzen. Und jetzt kommt ein Phänomen. Dann heißt es in der Regel 2-3 Jahre Wartezeit. Aber es zeigt sich, und das hat sich auch bei mir gezeigt, bei den Nachzuchten, dass die Nachfrage zwischen konkreten Kauf sehr groß unterscheidet. Es sind unheimlich viele Leute, die wollen unbedingt und sofort und jetzt. Ja. Aber am Ende auf den Punkt gebracht, dann 1.000 € für so ein Tier hinzulegen, reicht heutzutage nicht mehr. Reicht nicht mehr. Okay. Die Größe, also vermute ich mal, aber ja, momentan jetzt mit Corona war die Nachfrage noch höher. Die Größe an Terrarien vorzuhalten, die Futtermengen und natürlich im nächsten Teil, wenn wir konkret aufs Züchten eingehen, die Zeit, die Muße mitzubringen, das Herzblut, dann springen sehr viele wieder ab. Und jetzt kommt's, ihr müsst bei den Züchtern einfach all Vierteljahr wieder schreiben, ich bin noch präsent, ich will, ich mache. Und dann kann es plötzlich sein, dass man im halben Jahr schon ein Tier hat, weil sehr viele abspringen oder bei der nächsten Zucht. Und das ist der einzige Weg, wie man außer Glück Tiere bekommen kann. Und dranbleiben und dann gleich sehen, wie Indigo läuft in Dekaden. Ne? Das geht nicht in Jahre, das ist einfach eine Aufgabe für 20 Jahre. Ja, und dann bekommt man auch Tiere. Aber eben Zeit, ich persönlich, und das ist eine reine persönliche Einschätzung, keine Wertung, ich würde nur Jungtiere nehmen oder ich kenne die Person wirklich und weiß, ich kann mich darauf verlassen, weil bei Tiere ab 10 Jahre weiß ich überhaupt nicht mehr, wie alt die eigentlich sind. Ob die noch züchten, warum die nicht mehr züchten, kommen wir drauf. Jungtiere nehmen, 3-4 Jahre mit Freude und Herzblut und ehrlicher Freude die aufziehen, dann habe ich auch meine Nachzuchten und so kaufen über die Züchter. Ich gucke auf die Uhr. Er schimpft mich immer, weil ich so in... Wir rennen der Zeit davon. Es geht weiter. Indigo Teil 2. Vermutlich eine Woche später. Zucht. Danke dir, Wolfgang, dass du da warst. Schaut in die nächste Folge rein und checkt die tollen Indigos. Quasi Indigo. Nein, die Quasi Indigo.